Wir befinden uns hier auf einer unserer Ackerflächen, die relativ typisch eigentlich für die Region ist, in der wir uns hier befinden. Das heißt, wir haben hier einen relativ flachgründigen Standort. Nach 30 bis 60 Zentimetern circa kommt der Fels. Sehr sandige Verhältnisse, die wir hier oben haben. Das bedeutet natürlich auch, dass wir dann, wenn wenig Wasser kommt, wir hier relativ schnell Trockenstress bekommen in unseren landwirtschaftlichen Kulturen. Und da hoffen wir uns natürlich jetzt durch auch das Agroforstsystem Wasser in der Fläche zu halten, auch den Wind, den wir hier in dieser ausgeräumten Landschaft auch gerade heute wieder haben, ein Stück weit zu brechen, um dadurch einfach positive Effekte einmal auf unsere Böden und daraus resultierend auch auf unsere Nutzpflanzen zu bekommen. Es ist halt auch für uns eine Ergänzung, das hat Johannes Steinfurt auch schon gesagt, dass wir in eine exponierte Lage auch sind. Unser Fokus ist insbesondere auf der Tierhaltung, also auch auf vor allem der Futtermittelwirtschaft. Und da wollen wir insbesondere durch die Einbindung von Agroforstflächen eine gewisse Ertragsstabilität hervorrufen, dass wir auch in Jahren, wo wir relativ trockene Sommer haben, auch hier beispielsweise noch Futter für unsere Tiere in einer entsprechenden Quantität anbauen können. Ja, wir sind auch praktisch über ein anderes Projekt oder über ein Projekt namens Cenapa, in welchem auch unterschiedliche Formen der erneuerbaren Energien verbreitet werden und gefördert werden, schaffen wir jetzt dieses Jahr eine Hackschnitzelheizung an. Und die Idee ist das, dass wir praktisch hier von unseren eigenen Flächen dann auch ja, Energieholz ernten können und damit die praktisch neu eingebaute Hackschnitzelheizung betreiben können und so auch im Winter erneuerbar heizen können. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das, was wir hier heute anfangen, vielleicht auch ein Startpunkt für die ganze Region sein kann. Ein Stück weit vielleicht auch ein Modell oder eine Demonstrationsanlage, wo andere Betriebe sich entsprechend auch die positiven Effekte abschauen können, um das auch in der Region zu integrieren. Aber auch das, was wir hier ganz praktisch machen, am Ende ist es eine Art Mischanbau, die wir hier auf der Fläche machen, zwar jetzt zwischen Holz und Getreide oder Ackerfrüchten, aber dass wir auch in Zukunft mit mehreren Kulturen auf einer Fläche arbeiten werden, um einfach sich den wechselnden und fluktuierenden Klimaverhältnissen oder Wetterverhältnissen anzupassen und trotzdem noch stabile Erträge generieren zu können. Da glaube ich persönlich, dass wir da in Zukunft hingehen werden. Gleichzeitig, Johannes hat es ja auch schon gesagt, unser Hauptbestreben ist einerseits natürlich für uns nachhaltige Energie zu produzieren, aber gleichzeitig auch für Landwirte einfach ein Betrieb zu sein, wo man sich das auch mal anschauen kann, wie sieht das in der Praxis aus und wie kann man es auch praxisnah auch umsetzen und dass es gar nicht vielleicht so kompliziert und abschreckend ist, wie es manchmal wirken kann. Das Besondere an der Neumühle ist, dass wir praktisch auch die Lehreinrichtung sind für die überbetriebliche Ausbildung in der Landwirtschaft. Das heißt, alle zukünftigen angehenden Landwirte aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland kommen praktisch für mehrwöchige Kurse auf die Neumühle. Und das ist natürlich auch eine Chance und auch eine Möglichkeit, die wir auch ergreifen wollen, dass wir beispielsweise diese regenerativen landwirtschaftlichen Praktiken, wie zum Beispiel Agroforst, auch mit in die Ausbildung tragen können, dass praktisch die Landwirte von morgen auch sehen können, wie man zukunftsfähig Landbau betreiben kann und die das auch praktisch in der Praxis miterleben können. Ja, also ich würde einfach sagen, der Austausch über die einzelnen Bundesländer hinweg ist essentiell wichtig, einfach weil das Ganze an sich noch ein sehr neues, vermeintlich neues Verfahren ist. Wir müssen erstmal zusammen auch wirklich Zahlen, Daten, Fakten an die Hand bekommen, um damit auch dann, wie Jason Haya gerade eben erklärt hat, auch wirklich fundierten Wissenstransfer machen zu können und das mit in die Ausbildung einfließen zu lassen. Wir haben jetzt hier zwar 3 Standorte, auf denen wir Agroforst machen werden, aber es sind trotzdem Fragestellungen, die auch bei uns offen bleiben, die aber vielleicht in anderen Systemen, in anderen Bundesländern beantwortet werden. Und so sehen wir das einfach auch als Austausch, um dadurch die breite Masse, die Vielfalt, die man mit einem Agroforstsystem abdecken kann, auch wirklich ja, den Landwirten an die Hand geben zu können. Ich glaube, ein Thema, was mir auch besonders auf dem Herzen liegt oder was ich auch als große Herausforderung sehe, ist einfach, wie wir mit den Folgen des Klimawandels zurechtkommen. Einerseits indessen, dass wir natürlich als Landwirte an einem der großen Stellhebel sind, dass wir den Klimawandel auch mit beeinflussen, auch praktisch da auch Emittenten sind von Treibhausgasen. Und da ist es natürlich für uns ein Bestreben, beispielsweise durch solche regenerativen Maßnahmen auch praktisch hier Senken zu schaffen, wo Kohlenstoff gespeichert wird, beispielsweise durch Agroforst. Aber insbesondere, was auch noch vielleicht deutlich relevanter ist, dass wir auch die Ersten sind, die es zu spüren bekommen. Und gerade die zukünftigen angehenden Landwirte wird es eine herausfordernde Zeit sein, wo man auch sehr viel Mut braucht, um beispielsweise neue Wege einzuschlagen, um so auch zukunftsfähig Landbau betreiben zu können. Also ob das mit den aktuellen Anbaumethoden so in der Zukunft noch möglich ist, wage ich zu bezweifeln.